Ja, Michael, wir stehen ja jetzt hier vor unserem Transportanker KE der Firma H-Bautechnik. Erklär mir doch mal was dazu. Gerne, Hendrik. Als allererstes erkläre ich dir, es ist kein Transportanker. Es ist ein Doppelwandtransportanker. Das ist ganz wichtig, weil in einer normalen Massivwand kann man schon in Kernbeton einen Transportanker setzen, aber bei der Doppelschale ist das nicht möglich. Daher haben wir durch unsere spezielle Form hier einen Doppelwandtransportanker entwickelt, um die äußeren Schalen sicher hochzuheben. Ja, es handelt sich hierbei um Doppelwandtransportanker. Das habe ich jetzt verstanden. Aber was hat es jetzt genau mit dem Transport auf sich? Bei unserem Doppelwandtransportanker handelt es sich nicht um ein statisches Bauprodukt. Das bedeutet, es ist nur für den Transport eingebaut. Dies beginnt bereits im Fertigteilwerk bei der Produktion. Wir können nach der Produktion damit die Wände bereits anheben, auf dem LKW verladen und auf der Baustelle mittels eines Baggers oder eines Kranes das Bauteil dann an die richtige Stelle heben. Wir haben gerade vom Transport auf der Baustelle gesprochen. Da geht es ja oft recht holprig zu. Was bietet unser Transportanker jetzt für Vorteile? Wie dir bereits aufgefallen ist, siehst du hier, dass wir hier ein besonderes Bauteil eingesetzt haben. Und zwar einen Holzwerkstoff. Der bewirkt, dass wenn das Bauteil angehoben wird und Schläge durch den Kran draufkommen, unser Anker dieses abfedern kann. Das heißt, die Schenkel werden nicht starr aneinander gepresst, sondern sie können abfedern und dadurch wird die Haltbarkeit unseres Stahls um ein Wesentliches erhöht. Aber wie wird denn nun unser Doppelwandtransportanker im Werk genau eingebaut? Im Fertigteilwerk werden diese Wände liegend betoniert. Das heißt, man macht erst die Bewehrung, setzt dann den Anker oben drauf und betoniert dann genau bis zu unserer roten Markierung. Wenn diese rote Markierung genau über dem Eisen verschwunden ist, wissen wir, dass unser Anker tief genug eingebaut ist, um seine Festigkeit zu haben. Anschließend, nach Betonage der ersten Wand, wird die gesamte Wand gedreht, auch unser Anker in diesem Fall, und er wird dann in die zweite Schale mit einbetoniert. Auch hier geht es wieder genau bis zur roten Markierung, dann ist er optimal eingebaut. Also haben wir mit der roten Markierung eine optimale visuelle Einbaukontrolle. Gibt es denn Dinge, die der Statiker oder der Tragwerksplaner oder das Fertigteilwerk beachten muss? Hier trägt diesmal das Fertigteilwerk die Verantwortung. Der Statiker hat mit dem Transportanker nichts zu tun. Das Fertigteilwerk baut hier nach der Maschinenrichtordnung ein komplettes Bauprodukt. Das heißt, es ist auch für alle Einbauteile verantwortlich. Durch unsere TÜV-Zertifizierung geben wir dem Fertigteilwerk die Sicherheit, hier ein nachweisbares, zertifiziertes Produkt einzubauen. Nun haben wir in der Praxis ja häufig verschiedene Wandstärken und Wandgrößen. Wie kann das mit dem Transportanker abgebildet werden? Also, wir haben hier zwei unterschiedliche Laststufen als allererstes für unseren Doppelwandtransportanker. Einmal den KE3 und den KE4. Durch unsere Beiblätter kann das Fertigteilwerk jederzeit selbst herauslesen, welchen Anker es für seinen jeweiligen Wandtyp bzw. Wandgewicht benötigt. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Breiten für unseren KE3 und KE4. Das ist abhängig von der Gitterhöhe, die in der Doppelwand eingebaut werden. Hier sehen wir die Doppelwandtransportanker ja im eingebauten Zustand, die hier oben noch ein wenig herausschauen. Gibt es dort noch andere Möglichkeiten, die einzubauen? Natürlich. Der Planer im Fertigteilwerk kann es so planen, dass der Haken sich einmal unterhalb, auf gleicher Höhe oder oberhalb der Wandoberkante befindet. Das kommt darauf an, wie der Monteur am besten an die Haken kommt. Das heißt, wir haben mit unserem KE-Doppelwandtransportanker ein unheimlich flexibles Bauprodukt, mit welchem wir sämtliche Transportlastfälle einer Doppelwand abdecken können.